wie läuft es denn jetzt am dritten Tag des Kurses? Besser, noch nicht perfekt. Was meinst du, bekommen alle ihre Platzreife? Oh ja, das kann ich jetzt schon sagen, ja, weil sie haben. Ja, hallo. Ich bin hier elektrisch unterwegs nach Bad Bellingen zum 3-Thermen Golf Resort. Dort findet ein Platzreifekurs statt und in den nächsten Tagen, denke ich mir, gehe ich mal ab und zu da vorbei und filme und beschreibe mal, was eigentlich einen Platzreifekurs ausmacht. Was wird da gemacht und ja, wofür gibt es das? Was ist also ein Platzreifekurs? Also bis gleich. Aber innerhalb dieser Woche sollen die Teilnehmer in der Lage sein, zumindest einigermaßen stressfrei über den Platz zu kommen. Ich bin auch gespannt, denn die verfolge ich ja jetzt schon seit einigen Tagen und jeden Tag haben sie ungefähr 2 Stunden Unterricht gehabt. Ich sehe gerade, alle verstauen hier ihre Schläger. Werden die vom Kurs gestellt? Genau, die Schläger werden vom Ressort zur Verfügung gestellt, weil gerade jetzt am Anfang, wenn man ja erstmal schaut, wie läuft das Ganze, gefällt mir das, man natürlich nicht verlangt, dass da jeder schon einen Großeinkauf macht, sondern da stellen wir die Schläger natürlich zur Verfügung für die Woche, so dass man... Ja, hier bin ich mit Alex, das ist der Pro, der hier diesen Platzreifekurs gibt. Warmmachübung für uns, schon drauf schauen, ob hier, ich mache es mal einmal richtig, einmal verkehrt. Wir wollen spannen und vor mit dem Bleiben noch unten. Wenn es nach vorne geht, dort dürfen wir jetzt den Unterkörper etwa Hüft- bis Schulterbreit leicht in die Knie gehen und wir öffnen, das wird nachher klar, warum die linke Fußspitze dabei ist. Dann zeige ich mal wieder auf der Position, gehe sogar noch ein Stück weiter nach vorne. Und dieser Teil, wo es wehgetan hat, sollte eigentlich gar kein Schläger sein. Alles klar. Genau. So, andere Hand hinzunehmen. So ist gut. Genau. Hände lockern, auch dich Füße beugen und lassen dann die Arme hängen. Das ist deswegen wichtig, weil A, brauchen wir ein bisschen Platz. Man muss also versuchen, aus dem Becken, um eine entspannte Position zu haben, nach vorne gebeugt und lässt dann die Arme hängen. Erstes Stichwort, Körperspannung aufbauen. Hier Deposition und stabil stehen. Wir versuchen jetzt in dem Teil, wo ich zum Ball komme, die Arme wieder nach vorne zu strecken. Schauen hier, spannen zum Ball, strecken und am Schluss dass es etwas entlastet, oder es gibt noch 2 andere Möglichkeiten. Wenn der hier oben drin liegt, machst jetzt mal die Hand zu, dann kannst du ihn gar nicht so gut halten. Ich kann den drehen. Die einzigste Möglichkeit ist, du brauchst viel Druck. Wenn du ihn korrekt reinlegst, mehr hier und jetzt drauf, merkst du, du kannst mit der Hand besser arbeiten. Und wenn ich den jetzt drehen will, ich habe keine Chance. Das heißt, probier mal. Nach vorne kommst, versuchen wir jetzt hier schon so. Gerade. Ein bisschen mehr die Arme zum Ziel. Becken nach vorne. Hände hängen lassen. Jetzt habe ich meinen Schwerpunkt relativ ausbalanciert im Fuß. Wenn ich jetzt hier eine Linie mache, das Gefühl, ich auch deine Hände locker und helfen, gar nicht zu verkrampft zu sein. Und du hast diese Schlagfläche und der Arm für dich gefühlt, wenn du, ich glaube, bei dir haben wir mal Tennis gehört, wie sagen wir Longline, ja? Longline Vorhand, dass du nicht übertrieben. Hallo, Hallo. hab gesehen, ihr seid ja hier an dem Platzreifekurs dabei. Ja, Und wie ist es bisher nach einem Tag? spannend, sportlich. Ja. Hier am zweiten Tag von dem Platzreifekurs werden Annäherungsschläge geübt, hier zumindest, also das sogenannte Pitchen und das Chippen.
Es geht ja darum, dass in so einem Platzreifekurs alle wichtigen Schläge zumindest im Grundsatz mal vorgestellt werden. Also die weiten Schläge, die kurzen Schläge, wie hier heute, und natürlich das Putten auf dem sogenannten Grün, wo dann der Ball in das Loch hinein muss. Also der muss da hin, Ja. noch ein bisschen enger. Okay. Die Hände sind etwas weiter vorm Ball, ticken noch in die Knie. So, jetzt hättest du ja hier eine Linie linker Arm und Schläger und dein Gefühl muss sein, dass du hier mehr führst, um nicht zu sehr aus dem Handgelenk dort unten zu schlagen, sondern wirklich den Schlägerkopf gerade durch den Ball bringen zu können. Ich übertreibe jetzt hier auf diesen Händen ausgeführt wird. Was dann aber nur passiert ist, dass hier jetzt wird es eng, man ist hier eher angewinkelt und alles bleibt stehen. Deswegen ist, auch wenn es ein kurzer Schlag ist, wie beim Langen hier wichtig, ein bisschen mitgehen mit dem Unterkörper und wirklich das muss immer gleich bleiben. Alles, was wir nämlich hier drehen, verwackelt den Rest auch. Da bleiben wir. Wie das bei einigen hervorragend geklappt hatte, ja wirklich das Augenmerk drauf gelegt, diese Führung nach vorne, gerade Schlagfläche, Dreieck. Ja, hier bin ich mit Alex, das ist der Pro, der hier diesen Platzreifekurs gibt. Ja, was ist eigentlich ein Platzreifekurs? Platzreifekurs ist, man könnte sagen, so eine Art Führerschein für einen Golfplatz. Das heißt, man muss nicht perfekt sein nach so einer Woche, aber innerhalb dieser Woche sollen die Teilnehmer in der Lage sein, zumindest einigermaßen stressfrei über den Platz zu kommen, zu wissen, wann sie welchen Schläger benutzen müssen, auch bezüglich Regeletikette, wissen, wie sie sich verhalten müssen, dass sie da keine groben Vergehen bekommen und auch dort dementsprechend gut klarkommen. Und es ist, man könnte sagen, der Einstieg, um die Basics, die wichtigsten Dinge zu erlernen und danach dann zu entscheiden, okay, wie soll die Reise weitergehen. Gut, du hast gesagt, eine Woche. Muss man da eine Woche von morgens bis abends jetzt Golf spielen? Bei uns ist es so, dass das 5-mal die Woche von montags bis freitags jeweils 2 Stunden ist und dort wird sehr intensiv geübt und dann hängt es genau genommen noch davon ab, wie es am Ende der Woche aussieht. Also es gibt keine Garantie, dass dort jeder durchkommt. Bei den meisten reicht das schon, aber es kann theoretisch auch passieren, dass man bei dem einen oder anderen sagen müsste, okay, danach muss man noch alleine oder in ein paar weiteren Stunden sich die Sicherheit holen, denn ein gewisses Grundlevel sollte man haben. Also wenn man diese Platzreife hat, was kann man dann damit machen? Es ist so, dass man generell mit der Platzreife eigentlich auf die Plätze dürfte und spielen können dürfte. Allerdings muss man dazu sagen, dass das in der Regel alleine noch nicht ausreicht. Man muss sich dann entscheiden, ob man im Idealfall natürlich bei uns, da freuen wir uns, dann eine Mitgliedschaft macht oder theoretisch, es gibt ja auch zig andere Varianten von anderen Clubs, Fernmitgliedschaften etc. Aber in der Regel ist es so, dass man dann damit bei der Anmeldung in den Golfclub schon zeigen kann, okay, die Platzreife habe ich und damit ist dann golferisch sichergestellt, dass man auf die Plätze darf. Aber diese Geschichte, dass man noch eine Mitgliedschaft braucht, gehört dazu. Aber dann kann man losgehen, spielen und ja, alles erreichen, was man möchte. Also dann viel Spaß mit dem Kurs. Okay. Wir werden ja hier sehen, wie das funktioniert. Danke. Okay, alles klar. Die Gruppe von Alex Schur ist heute hier am 3. Tag von ihrem Platzreifekurs und die üben längere Eisen, perfektionieren ihren Golfschlag, bekommen noch weitere Tipps. Es geht ja darum, den Ball zu treffen, ihn einigermaßen gerade fliegen zu lassen, Vertrauen zu gewinnen und sich daran zu freuen, wenn einem ein guter Schlag gelingt. Und hier am 3. Tag, für manche also erst 5 Stunden Kurs, geht es schon sehr, sehr viel besser. Und Also. wie läuft es denn jetzt am 3. Tag des Kurses? Besser, noch nicht perfekt. So ein bisschen gut, ein bisschen schlecht, aber es wird jeden Tag ein bisschen besser. Ich habe gehört eben von einem anderen Trainer, hier sei noch niemand durchgefallen. Also alle schaffen es nach dieser Woche. Wollen wir hoffen, wollen wir hoffen. Viel Erfolg. Dankeschön. Danke. Hallo, also auch hier Mitglied im Platzreifekurs. Genau. Aber auch richtig auf Plätzen gespielt oder nur so? Auch schon gespielt, ja. Aha, Genau. aber das geht. Ohne Platzreife, ja, geht schon. Und wofür ist dann die Platzreife gut?
dass man da in diese Richtung ein wenig freier ist, dass man vielleicht eine Mitgliedschaft machen kann, wie jetzt hier in Munzingen. Genau, und dann theoretisch auch vielleicht sich dem Sport ein wenig mehr zuneigen kann. Ja gut, also dann viel Spaß und viel Erfolg beim Kurs hier. Der Trick ist, ich zeige es dir nochmal bei mir, dass du, ich mache bewusst mal die gerade Linie, immer drehst und den Arm mitnimmst, dass man nie hier schon so anfängt zu knicken, sondern eine Rotation, Schultern, Arme drehen, drehen. In dieser Woche finden hier im 3 Thermen Golf Resort sogar 2 Platzreifekurse statt. Hier ist gerade eine andere Gruppe, die den Platzreifekurs macht. Für die ist es heute der 2. Tag und die machen eben heute hier auch ihr Chipping und Pitchen, so wie das die Gruppe von Alex Schur gestern gemacht hat. Hier ist der Lehrer Dave Rundle aus Südafrika und dann werden wir auch mal ein bisschen zuschauen. Ich habe gerade gehört, ohne Gras kein Spaß. Richtig, genau. Wieso? Worum geht es denn? Was muss Es läuft ein bisschen einfacher und wir sind lockerer mit Gras. Genau. Macht einen Schwung und gar nicht schauen, wo das hingeht. Kopf lassen, Dankeschön. Okay, jetzt gemacht. Dave, eine kleine Frage. Ist es schon mal passiert, dass jemand nach einer Woche den Kurs nicht bestanden hat oder bestehen alle die Platzreife? Nee, alle bestehen diese Platzreife. Ja, wir geben uns als Lehrer sehr viel Mühe und ja, unser Ziel ist, dass die Spaß haben und Ziel ist, dass alle das schafft. Sehr gut, vielen Dank. Gerne. Ja, heute ist der 3. Tag von der Gruppe von Dave Rundle, der 4. Tag mit der Gruppe von Alex Schur. Es regnet leider heute, also ist der Unterricht mit Dave heute hier unter diesen überdachten Abschlagplätzen. Gut, schwing oben, bisschen oben schwingen, ist es Wahnsinn für das erste Mal. Ja, die Gruppe von Alex ist hier trotz leichtem Regen auf dem Kurzplatz. Hier sind 9 Löcher und Fahnen gesteckt, aber kurze Entfernungen, das ist auch nicht schlecht zum Üben. Ja, so ein Kurzplatz kommt einem richtigen Golfplatz schon recht nahe, vor allen Dingen, weil diese kurzen Schläge, für mich jedenfalls, mit zu den wichtigsten gehören. Du könntest natürlich auch sogar das Sandwich nehmen. Das geht auch. Aber es hängt immer davon ab, welchen Schläger du nimmst und von der Dosierung, um dann die richtige Weite zu haben. Wie weit ist das denn jetzt von hier bis hinten zu der Fahne? Das Loch sind etwa 50 Meter? 50, 60 Meter, genau. Die Bewegung war okay. Oh, der ist richtig gut. Komm runter, runter, runter. Guck mal da. Auf dem Grün. Ja, schön. Sehr gut. Super. Weil der Hang geht ja von oben runter. Das wirkt sich dann aus. Immer als erstes die Schlagfläche, weil die ist entscheidend, dass der Ball überhaupt zum Ziel fliegen kann. Wenn du diese Linie hast, die Füße parallel dazu. Denn ansonsten würdest du schon mit dem Stand von eben, mit einer theoretisch guten Bewegung am Ende Ball nicht im Ziel. Du ruhig in Spielrichtung. Und hol dir ruhig das Gefühl, ein bisschen durch den Boden wischen und achte mal auf deine Rotation. Dann merkst du auch, bist du tief genug und stehst du stabil auf dem linken Bein. Am 4. Tag, wie läuft es bisher? Ja, es wird eng. Ne? Morgen ist Freitag und wir sind dran an der Prüfung. Aber zufrieden bisher, ja? Voll. Also, macht Spaß. Gut, also viel Erfolg morgen dann. Danke dir.
Also ich sehe gerade, Sie spielen ja schon ganz gut hier. Aber wie ist das mit den Regeln? Ist das auch Teil des Kurses? Ja, die Regeln gehören auch dazu und wir machen das in 2 verschiedenen Bereichen. Wir sind einerseits immer am 3. Tag, das war gestern. Da waren wir auf dem Kapellenberg auf dem ersten Abschlag und dort vor Ort besprechen wir dann, wo geht's los, verschiedene Abschläge, Spielreihenfolge. Was ist, wenn Ball verloren ist, ins Aus geht? Natürlich die Sachen, wo darf die Tasche hin, wo nicht, Regeln auf dem Grün. Also die allerwichtigsten Regeln werden gemeinsam besprochen. Und kursbegleitend ist es so, dass die Teilnehmer dann auch noch Fragen sich online auf der Homepage vom Deutschen Golfverband, das ist auch vorgegeben, in einem Fragenkatalog per Multiple Choice anschauen können. Und dann mit diesen Fragen auch noch sicherstellen, dass dort auch genügend Wissen vorhanden ist, um einfach auch dort keine groben Vergehen zu haben. Ah, toll. Na gut, vielen Dank. Okay. Ja, hallo. Heute ist der letzte Tag im Platzreifekurs hier mit dem Pro Alexander Schurr. Das Wetter ist heute ein wenig besser und die Gruppe übt jetzt hier noch den letzten Feinschliff an ihren Golfschlägen, bevor es dann gleich auf den Kurzplatz geht, um die Platzreife zu erlangen. Denn dort müssen 9 Löcher gespielt werden. Das kommt einem richtigen Golfspiel noch am nächsten. Und es muss auch ein bestimmtes Ergebnis erzielt werden. Und wir werden uns mal anschauen, wie sich die Kursteilnehmer hier dann gleich schlagen werden. Ich bin auch gespannt, denn die verfolge ich ja jetzt schon seit einigen Tagen. Und jeden Tag haben sie ungefähr 2 Stunden Unterricht gehabt. So, worum geht's jetzt? Was müssen die Kursteilnehmer jetzt hier machen? Hier ist es so, dass die Kursteilnehmer immer am Ende der Woche, oder wir haben es die letzten Tage schon gemacht und geübt, weil die wirklich Gutes hinbekommen haben, werden einige Bahnen gespielt in dem gleichen Ablauf, wie es sonst auch üblich ist, also mit der richtigen Spielreihenfolge, Einhaltung der Regeln etc. Und dort müssen sie schauen, dass sie im Idealfall möglichst das erreichen, was sie sollten. Und das ist genau genommen nichts anderes wie 3 mehr als Paar für jede Bahn. Und das hier sind also Paar 3. Also das hier sind muss hier man eher kürzere Bahnen und da wären es also immer 3 drüber, wäre ideal. Also hier pro Loch wären 3 Schläge richtig und die müssen, wenn sie mit 6 das schaffen, dann ist gut. Genau, also 3 drüber und für 18 Loch, man rechnet das immer für die 18-Loch-Runde, das wären dann die 54, was das höchste Handicap in Deutschland ist. Und daran orientiert man sich. Ah, gut. 3 mehr. Und wenn sie besser sind, ist natürlich noch besser. Wenn sie 1, 2 mehr haben, ist auch noch okay. Aber man schaut halt, dass sie insgesamt gesehen da einige Bahnen haben, die so gut sind. Und wenn sie das oft genug zeigen, dann reicht das quasi aus, dass wir sagen können, okay, die kommen, wie wir schon mal Anfang der Woche gesagt haben, stressfrei über den Platz. Das geht. Und wenn jetzt theoretisch, hier sind sie wirklich jetzt super dabei, aber man sehen würde, das hat noch gar keinen Zweck, könnte es auch sein, dass man dann sagen muss, okay, muss man noch mal üben oder beim Kurs nächste Woche noch mal kurz weiter üben. Dann werden wir mal schauen, wie das jetzt klappt hier. Genau. Jetzt hier in der ein sehr gutes Gefühl, sein. Macht richtig Spaß und Laune. Also zum Glück habe ich den Sport begonnen. Ah, das ist schön. Ja. Das sieht ja auch ganz gut aus, finde ich. Auf jeden Fall. Ja, und jetzt mit dem Lehrer wunderbar und schnell gelernt. Dann haben sie auch
hier beim Abschlag die Tasche außerhalb stehen. Es ist auch kein Problem mehr, recht zügig voranzukommen. Und sind wirklich viel diese kleinen Dinge, die echt was ausmachen, ob das jeder... Wow, sehr gut, die sichere Seite. Perfekt. Ganz super gemacht. Vielleicht ein Tick lang, aber schau mal, wie gut er ist. Stark. Bleib oben, bleib oben. Ja, das ist Was meinst du, bekommen alle ihre Platzreife? Oh ja, das kann ich jetzt schon sagen, ja, weil sie haben an dieser Bahn eindrucksvoll, aber auch an den anderen einfach gezeigt, dass das für die wirklich ja, gar kein Problem ist, wenn sie sogar locker die Kriterien erreicht haben. Ah, das ist ja toll. Dementsprechend alle haben das Ziel erreicht und jetzt kann die Karriere so richtig losgehen. Also herzlichen Glückwunsch und viel Spaß beim Golfen in Zukunft. Ja. Vielleicht sehen wir uns im Spiel noch mal zusammen. Danke. Ja, das war doch interessant zu sehen, wie so ein Platzreifekurs funktioniert. Und auch schön zu sehen, dass alle ihre Platzreife bekommen haben und jetzt also richtige Golfer sind. Und wer sehen möchte und wissen möchte, wie dieser Platz hier aussieht am Drei Thermen Golf Resort in Bad Bellingen, kann doch diesen Film hier sich anschauen. Also schaut euch gerne diesen Film von mir an. Danke.